zusammen, ihr lieben Landratten. Schön, dass ihr schon wieder dabei seid. Ganz entspannt heute mal, ganz entspannt. Ich bin auf Deck 7, draußen ist echt ein bisschen frisch, also sich draußen hinstellen wäre jetzt heute tatsächlich etwas sportlich. Und ja, ich habe das ja letztens gesagt, wir wollen ab und zu auch mal hier Deck 7 nutzen, um Kamera einfach anzuschmeißen und dann so ein bisschen gucken, was so passiert. Also kann sein, dass was kommt, kann sein, dass auch nicht viel passiert, wobei geluschert habe ich natürlich schon, also ein bisschen was kommt an Schiffen, ein bisschen was geht auch raus, aber ja, halt einfach so eine entspannte Nachmittagsgeschichte, wo ich mich dann auch mal so ein bisschen ja, auf den Chat konzentrieren kann. Vielleicht kommt Tanja nachher auch noch vorbei, müssen wir mal gucken, das kann sein. Aber die ist noch unterwegs, hat noch ein paar Sachen zu erledigen. Ach guck mal, Niklas ist auch da und schreibt, die Altenwerder kommt gleich. Niklas, auf der Altenwerder, von wo kommst du denn? Kommst du von rechts oder von links aus meiner Kameraperspektive? Guck mal, Dende ist auch da. Moin, Dende. Ja, und ich bin wieder fit. Wobei gestern Abend so anstrengend war das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin ja gestern, wer das nicht mitbekommen hat, mit dem LKW mitgefahren, mit Rainer von Druckverlust von Neumünster nach Hannover und zurück. Und das haben wir gestreamt, allerdings nur auf Twitch, das nicht auf YouTube. Und ja, das war ehrlich gesagt, war sehr, sehr kurzweilig. Ach, Niklas kommt von links, sagt er. Ich schalte mal auf die zweite Kamera, da haben wir ein bisschen mehr Blick nach links. Und mal gucken, ob wir den Niklas da gleich erwischen. Ja, also die Idee ist heute eine ganz entspannte Nummer zu machen, ein bisschen mit euch zu chatten. Und ja, das ist eigentlich so alles. Osnabrücker hat es gestern gesehen und sagt, hat ihm gut gefallen. Ja, das freut mich, das freut mich. Nee, hat mir auch selber sehr gut gefallen. Also Rainer auch echt ein dufter Typ. Ein bisschen Nerd-Talk dabei natürlich, wenn zwei so Kamera-Guys aufeinandertreffen. Dann ja, ist das natürlich sehr, sehr lustig und ist halt mal eine willkommene Abwechslung. Und ich persönlich finde es auch sehr schön, wenn ja, so Streamer dann untereinander mal so ein bisschen sich da auch austauschen. So, ist das denn hier die Altenwerder? Ganz in weiß? Ich glaube nicht, oder? Altenwerder hat doch eine andere Farbe. Ich gucke mir das mal an. Nein, das ist die Hafen City. Die Altenwerder sieht doch anders aus. Oh, jetzt habe ich den Chat natürlich hier drin liegen lassen. Ich muss gleich noch mal was umstöpseln. Da ist die Reeperbahn. Ja, denn der erinnert nochmal, Altenwerder ist König der Löwen-Werbung. Ich muss mal eben hier nochmal eine Klemme holen, damit ich den Chat neben der Kamera festmachen kann. Jetzt geil, das besser hier. Basti 00080105. Danke für 7 Monate auf Twitch. Und Monkey die Luffy schließt sich an, auch 7 Monate. Danke ihr beiden. Lack lecker. Lässt 100 Bits da. Danke dir, mein Lieber. Und Carsten Oberlausitz. Haut. Nee, haut nicht. Ist 8 Monate dabei. Danke, mein Lieber.
Da haben wir doch die alten Werber da schon auf der linken Seite. Mike, schöne Grüße. Danke für 2,49 und Gruß an Hansi und Thea. Ja, Rob sagt, Mensch, wow, so eine lange Sicht schon lange nicht mehr gehabt. Ja, doch, also letztens hatten wir auch ganz gute Sicht. Ist natürlich schade, dass jetzt, ja, das Licht ist natürlich nicht so toll, ist alles so ein bisschen grau in grau, aber wie gesagt, einfach mal so ein bisschen laufen lassen. Stefan, ich bin gestern mit dem Auto zurückgekommen. Wir haben das ganz schlau gemacht. Tanja und ich sind zusammen nach Neumünster gefahren und haben mein Auto dann auf dem Rastplatz in Bönningstedt stehen lassen. So war ich relativ nah an zu Hause und Tanja musste nicht nochmal aufstehen, um mich abzuholen. Das müsste doch der Niklas sein. Stefan, danke für 21 Monate als stiller Zuschauer. 21 Monate, Stefan, dann bist du ja wirklich einer der ersten Stunde, oder? Helmut, Brigitte, ja, Wasser ist ein bisschen unruhig, also es ist auch tatsächlich ein bisschen windig. Guter Test für unseren Wombat, unser Außenmikrofon. Ich hoffe, dass das windtechnisch okay ist. Daniela, danke für das Lob gestern mit dem Stream. Hat mir auch Spaß gemacht. Da haben wir sie, die Altenwerder mit unserem Freund Niklas, dem Fährenkutscher hier im Hafen. Da ist er. Moin Niklas. Liebe Grüße. Ah, er sendet Liebe, er sendet Liebe. Bester Mann im Hafen. Oh, sieht auch leer aus. Schuttenballett würde ich das nennen. Ach, guck mal, Sebastian Kolz ist auch da, unser Moderator. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass unsere Moderatoren jetzt hier sind. Aber Sebastian hatte eben gesagt, er guckt mal, ob er das irgendwie vom Handy ein bisschen schafft. Ich glaube, Remo ist auch irgendwie mit einem Auge dabei. Tanja habe ich eben auch schon gesehen. Das ist eins von diesen kleinen Container-Taxis. 2 Monate auf dem Fischmarkt. Erhard, ganz lieben Dank an dich. Sag mal, ey, hier stimmt doch was nicht. Sind bei euch die Evergreen-Container schwarz? Das kann doch nicht sein. Sind die schwarz, die Evergreen-Container? Was ist denn da los jetzt? Nee, also auf dem Kameradisplay sind die grün. Was ist denn hier jetzt los? Habe ich eine Rot-Grün-Schwäche? Gucken. Nee. Was ist da denn passiert jetzt?
Greenscreen aktiviert. Christiane, das ist eine super Sache. Das kann sein, dass ich das Keying anhabe. Christiane! Haha, danke dir. Christiane, danke. Natürlich, ich habe die Greenscreen-Funktion aktiviert. Ja, einmal den falschen Knopf gedrückt. Ja, natürlich. Jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich total logisch. Aber ihr kennt das ja, ne? Wenn man dann da steht und dann in dem Moment irgendwie gucken muss, was ist denn da los? Ja, jetzt ist es grün. Okay. Ja, dann können wir mal gucken. Ich glaube, da hinten müsste gleich eine Mol kommen. Ein etwas größeres Containerschiff geht zum CDA. Gucken, ob wir da schon was sehen da hinten. Noch nicht, noch nicht. Ja, lustiger Effekt, oder? Lustiger Effekt. Ich dachte gerade, hä, was ist denn da los? Hat Evergreen neue Container? Alles wieder im grünen Bereich. Dankeschön. Ach, Remo ist wieder raus. Ja, der muss arbeiten. Remo, danke, dass du trotzdem mal kurz reingeschaut hast. Ein Jahr, danke dir, Teds Abenteuer. Und Wettermann, danke für 17 Monate. Anja schreibt, der Rainer hat sich gestern nicht total gefreut, dass ich die Kamera eingestellt habe. Doch, ich glaube, er hat sich gefreut. Oder du hast dich vertippt, Anja. Eins von beiden. Doch, der hat sich gefreut, dass ich da gestern noch mal ein bisschen dran rumgefummelt habe. Oh, Tobias, hattest du gestern Geburtstag und kein Geburtstagsvorhang bekommen? Ja, gestern ist natürlich auch vieles untergegangen, Tobias. Das tut mir natürlich leid. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Tobias, mein Lieber. Agrargaming fragt, morgen 18 Uhr, Ever Acme. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was das Wetter sagt. Schauen wir mal. Aber sag mal, mit dieser Greenscreen-Geschichte kann man da nicht, da muss ich mal überlegen, ob wir da nicht irgendeinen Schabernack mit den Evergreen-Schiffen machen können. Das muss ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen. Aber so ein Evergreen-Schiff als Greenscreen. Irgendein Blödsinn fällt mir damit bestimmt ein. Ja, wer das nicht mitbekommen hat, der Rainer hat sich eine neue Kamera gekauft und er hatte ein bisschen Probleme damit. Es hat einmal so ein bisschen geruckelt und mit Überhitzung. Und dann habe ich hatte ihm noch einen Lüfter mitgebracht, der für die Kamera passt. Und dann haben wir noch ein paar Einstellungen vorgenommen. Und dann lief das aber ganz gut. Das sah dann wirklich vom Bild wirklich super aus. Also der hat sich die ZVE1 gekauft. Tolle Kamera. Danke dir, Rolf. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Ja. Ja, Eddie sagt auch, große Kamerapsychose. Oh, bei einigen von euch liegt Schnee. Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, sehen wir da hinten schon was von der Mol? Da so ganz hinten. Da kommt doch ein Schiffchen, oder? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so richtig mit Greenscreen-Funktionen beschäftigt. Aber ja, ich glaube, damit müsste man theoretisch so ein Evergreen-Schiff umfärben können. Besonders lustig ist es dann, wenn einige das heute nicht mitbekommen haben und wenn wir das dann so ganz ohne Vorankündigung machen. Meine Lieben, hier haben wir 294 Meter schwimmenden Stahl, die Mole Endowment. 32 Meter breit ist sie. 2007 wurde sie gebaut. Was habe ich denn noch an Infos hier? Ach Mensch, auf dem Rechner muss ich mal scrollen. Auf dem Handy ist das alles irgendwie viel kompakter. Sie hat eine Kapazität von 4.803 Toy. Er hat gefragt, wozu diese Greenscreen-Funktion da ist. Das ist normalerweise, also ich sag mal, eine typische Anwendung ist zum Beispiel, dass man eine Person vor einem Greenscreen filmt und alles, was halt grün ist, das tauscht man dann aus gegen gegen ein anderes Bild oder gegen ein anderes Video. Und so kann man dann zum Beispiel jemanden, der eigentlich im Studio steht, vor so einem Greenscreen aussehen lassen, als ob er auf Hawaii steht. Also das ist so eine beliebte Technik, um im Studio Aufnahmen zu machen, die dann hinterher nach der Nachbearbeitung so aussehen, als ob sie irgendwo anders gemacht wurden. Ach, Gerhard Foto, Mensch, lieben Dank für das Lob. Er sagt, der Stream gestern Abend war richtig geil. Das freut mich. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Rainer, auch ein cooler Typ. Richtig cooler Typ. Ja, Songa Puma haben wir auch. Wo treibt sich die denn rum? Wo treibt sich die Songa Puma rum? Genau, Wetterkarte ist auch eine typische Anwendung. Man hat halt einen Moderator von einem Greenscreen oder teilweise sind es auch Bluescreens und später wird dann da eine Wetterkarte eingeblendet. Ulrich, danke für das Lob. Der Walk am Sonntag mit Ben war in der Tat sensationell. Das hat richtig Spaß gemacht. Jo, der verschwindet jetzt erstmal komplett hinter dem Terminalgebäude. Schleppi ist auch schon dran und kommen leider nicht direkt zu uns. Die biegen ab in den Kühlbrand.
Oh, Franke auf Twitch freut sich auf die Reise auf der Hamburg Express. Ja, viel Spaß wünsche ich dir. Viel, viel Spaß. Tolles Schiff. Ja, wo die Oper gebaut wird, die Frage ist hier auch gerade, oder gebaut werden soll, das kann man von hier aus nicht sehen. Kann ich euch nicht zeigen, aber wer ein bisschen Hamburger Nachrichten verfolgt, der hat mitbekommen, dass wir eine neue Oper geschenkt bekommen sollen von dem Herrn Kühne. Eigentlich eine ganz schöne Farbgebung, oder? Oben das Blau, dann dieser grüne Streifen und unten Rot. Stellt euch das jetzt mal in neu vor. Und bei nicht so diesigem Wetter. Gerhard, ganz lieben Dank. Upgrade auf Reeperbahn. Cool, cool. Ist aber auch schon wieder diesig da hinten. Pegelturm, auflaufendes Wasser, Flut 2,14 Meter. Ja, gestern bin ich gut nach Hause gekommen. Alles easy. Und ich bin nicht eingeschlafen. Das war ja meine größte Sorge. Oh, Stefan schreibt, dass er sich den Schlepper VB Panther geholt hat für Virtual Sailor NG. Den wollte ich mir auch mal angucken. Das ist ist glaube ich ein Schiffssimulator, aber ich habe nicht den richtigen Gaming-Rechner dafür. Tja, Schlepper haben auch Kojen, beziehungsweise Kammern, sagt man ja. Und, also ich weiß, die Fairplay-Schlepper, ich glaube, die haben 4 Kammern, typischerweise. Nee, bei dem Gesabbel gestern konnte man auch nicht einschlafen. Also meine Befürchtung war komplett unbegründet. Das war auch wirklich kurzweilig. Der Stream bei mir, der lief, glaube ich, über 6 Stunden. €5 vom Matze. Danke dir. Und er sagt, kleiner Rundumschlag. Benz Wissen in der Kontortour einfach spitze. Gestern die LKW-Tour. Hat er komplett verfolgt, sehr unterhaltsam. Oh, danke, danke, danke. Ja, lief halt leider nicht auf YouTube. Das ist hat so ein bisschen technische Hintergründe. Natürlich wäre das jetzt theoretisch möglich gewesen, das Bild auch zu YouTube zu schicken. Aber Twitch hat so eine Funktion, wenn 2 Streamer gleichzeitig streamen, dass man den Chat zusammenschalten kann. Und da war dann halt ein Chat vom Rainer und ein Chat von mir und die liefen dann zusammen. Und das ist eigentlich ganz cool. Wenn wir jetzt aber noch einen YouTube-Chat gehabt hätten, der dann aber davon isoliert läuft, ich glaube, dann hätten wir Kuddelmuddel gehabt. Einiges los mit Schleppern. Danke dir, Carsten, für eine verschenkte Mitgliedschaft. Gerhard, ja, Twitch ist das Problem, dass nach einer Zeit Werbung kommt. Ja, zumindest wenn man kostenlos gucken will. Ne? Wenn du ein Abo abschließt, einen Sub hast oder Twitch Turbo, damit kannst du dich halt von der Werbung freikaufen bei Twitch.
Aber klar, wenn man natürlich jede Menge Plattformen hat und wenn man auf YouTube was verfolgt, auf Twitch, dann will man natürlich auch nicht auf jeder Plattform zahlen. Das kann ich auch komplett verstehen. Oh, für Virtual Sailor ist eine Hamburger Hafen-Map in Entwicklung. Ach, ich muss mir das mal angucken. Das Problem ist, wenn ich dieses Fass aufmache, wenn ich anfange, mich jetzt mit so einem Gaming-PC zu beschäftigen, nee, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Das eskaliert, sage ich euch. Und dann sehe ich schon Streams, wo wir in Echtzeit von Hamburg nach New York fahren. Ja, bei YouTube hat man auch Werbung, allerdings nicht im Livestream selber. Bei YouTube, wenn man nachguckt, also wenn man die Aufzeichnung hinterher guckt, da ist Werbung drin. Im Livestream selber hast du aber nur am Anfang Werbung, wenn du reinkommst, aber nicht mitten im Stream. Wobei, wenn ihr möchtet bei YouTube, also ich kann bei YouTube auch im Stream Werbung schalten. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich kann das ja mal machen. Ich habe hier so einen Knopf. Ich muss nur diesen Knopf drücken. Ich glaube, der rote da hinten geht gleich raus. Kann das sein? Gigi schreibt, oh ja, unbedingt Werbung. Ach Leute, das ist immer so eine Sache mit der Werbung. Eine endlose Diskussion. Sag mal, sind denn hier die VBs heute los? Sämtliche Boluda-Schlepper irgendwie im Einsatz. Denke mal, die fährt auch rüber zu der roten. Wie heißt sie, die rote? Navios Domino, genau. Genau, danke, danke, danke. Komm, einigen wir uns doch einfach auf ein bisschen Eigenwerbung. Für unseren leckeren Kaffee. Und ich muss euch vorwarnen, Hans hat mich nämlich gestern angerufen. Kaffee ist im Einkauf um einiges teurer geworden. Also die Preise sind in letzter Zeit um einiges gestiegen und er muss demnächst leider den Kaffee auch etwas teurer machen. Das heißt, unser Kaffee, die 250 Gramm Päckchen, die werden auch, ja, irgendwann, ich weiß noch nicht genau wann, vielleicht zum Monatswechsel, werden die von 9,90 € auf 10,90 € steigen. Ich sag nur, also falls jemand noch mal ein bisschen Kaffee einkaufen möchte, ist jetzt nicht die Welt 1 Euro, aber bei so einem Verbrauchsmittel, warum nicht sparen?
Knall mal ein bisschen Kontrast ins Bild. Tee haben wir leider nicht. Guck, KSR schreibt es auch, selbst Chibo will ab 16.02. erhöhen. Ja, das ist wohl, das ging wohl so ein bisschen rum. Also Hans hat mir auch so ein paar Mails weitergeleitet von den Kaffeehändlern. Also da ist wohl einiges passiert. Kaffee ist wohl angeblich, wie er mir das erzählt hat, auch weltweit knapper geworden. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Aber steht nicht mehr so im Überfluss zur Verfügung. Nein, zum Samstagabendprogramm beim Hafengeburtstag habe ich noch keine Infos. Also ich weiß, dass es ein großes Programm geben wird. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber was genau, weiß ich selber noch nicht. Wer hupt denn da? Wer ist es? Ist es vielleicht der Dende? Der Dende scheint es zu sein. Liebe Grüße. Ein Dank geht nach Wasserburg an Anja. Dankeschön für 2 Euro Superchat. Und Insi OPC, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime Sub. So, schauen wir mal, ob der Captain Dende das hier mit dem Anlegen auch ordentlich macht. Insi, welches ist denn das BLG-Terminal? Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts. Fragte, ob beim BLG-Terminal auch mal Schiffe ankommen oder ob das nur ein Lagerplatz ist. Helft mir mal, was ist das BLG-Terminal? Oh ja, und danke für die Info, Fasi. Handelsblatt schreibt auch, Dürre in Brasilien, Arabica-Ernte dieses Jahr knapp. Ja, vielleicht sind das alles Auswirkungen. Ich bin da nicht so drin. Ich muss im Endeffekt da auf die Infos von Hans vertrauen. Also Leute, kauft Kaffee, kauft Kaffee. Eure Chance, das gute Zeug nochmal zu bekommen. WW, ganz lieben Dank. 2 Monate, nee, Quatsch, 2. 6 Monate auf Twitch mit dem Sub. Dankeschön. Ach, das Autoterminal ist das. Ich kann euch das gar nicht sagen. Also da jetzt direkt auch mal Schiffe ankommen. Das BLG, Bremer Logistikgesellschaft. Oh, da muss der Chat helfen jetzt. Da bin ich raus. Ist das hinten beim Großwald Kai? Oder ist das, was da hinten gegenüber vom CTA ist?
Ach, das ist das Gegenüber vom CTA. Genau. Ja, da kommt irgendwie selten was an. Ne? Ich will euch das mal kurz auf den Bildschirm holen. Das hier müsste das BLG-Terminal sein, was wir hier in der Mitte haben. Hier dieses, ja, welche Form hat das? Dieses leicht spitze. Das hier müsste das BLG-Terminal sein. Gegenüber vom Container-Terminal Altenwerder, das haben wir hier. Von oben kommt gerade die Mole Endowment. Aber in der Tat sieht man hier selten Schiffe, also außer natürlich hier kleinere Tanker und so weiter, die hier hinten reinfahren. Die One Humber geht, glaube ich, auch raus irgendwann. Also als nächstes geht jetzt hier die Navios. Ach Mensch, Buddy, ey. Die Navios Domino geht jetzt als nächstes raus. Die muss, glaube ich, Platz machen für... Kann das sein, dass da noch die Kobe kommt? OOCL Kobe. Genau, die OOCL Kobe ist noch im Anflug. Die müsste noch reinkommen. Ja, One Humber geht um 15 Uhr raus. Ihr lieben Mensch, hier ist ja noch richtig Attacke. Richtig Action hier. Insi schreibt, gucke schon seit langer Zeit bei euch zu, aber habe noch nie ein Schiff im Stream gesehen. Was? Das kann doch nicht sein. Noch nie bei uns ein Schiff im Stream gesehen? Du düdelst doch. Das kann doch gar nicht sein. Es sind doch ständig Schiffe im Stream. Oder du bist immer nur, du schaltest immer nur für ein paar Minuten rein. Nee, die Kamera hier im Büro lasse ich nicht dauerhaft laufen. Einige hatten ja gefragt, ob wir so einen 24/7-Stream machen. Vielleicht hier so eine Webcam einrichten, die die ganze Zeit den Hafen zeigt. Nee, das will ich nicht machen. Das soll immer noch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen was Besonderes, aber das soll schon so ein bisschen moderiert sein. Die Streams sollen natürlich auch so ein bisschen betreut sein. Wir gucken dann auch immer das, was passiert. Das Einzige, was ich eventuell mal machen werde, was ich aber überlege, ist, dass ich mal so einen 24-Stunden-Stream einrichte, wo alte Aufzeichnungen laufen. Also der quasi so ein bisschen abseits läuft und wenn jemand Bock hat, kann er sich da ein bisschen berieseln lassen. Also einfach nur so ein Stream mit älteren Streams, weil da haben wir echt so viele Aufzeichnungen und das könnte man einfach irgendwo im Hintergrund laufen lassen. Ach, Insi meinte, am BLG meint er natürlich. Ah, okay, alles klar. Sorry, habe ich falsch verstanden. Nee, also wie gesagt, also BLG ist mir auch nie aufgefallen, dass da jetzt mal größere Schiffe rangehen. Ich stehe in unserem Büro, Deck 7. Das ist von der Position ja, gegenüber vom Container Terminal toller Ort, weil ihr auf Google Maps mal schaut nach dem Restaurant L'Osteria. Dann findet ihr das Gebäude, in dem wir das Büro haben. Und Deck 7 nennt sich das Ganze, weil wir hier in der 7. Etage sind. So. Und so stehe ich hier natürlich am Fenster und weil das Fenster auf ist, trotzdem in Daunenjacke. Und so filme ich halt hier aus dem Fenster heraus.
Oh ja, danke für den Hinweis, dass wir rechts ein schönes rotes Schiff bekommen. Das ist so der einzige Nachteil hier. Ich muss mich natürlich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um die Ecke zu gucken. Och, ein rotes Schiff. Schön, herrlich hier. Wer ist denn das? Die Malik Arctica. Wo möchte die denn hin? Das sieht aus, als ob die durchfährt hinten zum Ostwaldkai oder zum, wie heißt das andere? Ost-West-Terminal? Ja, Hamburg Hafen Live hat seit einiger Zeit ein eigenes kleines Büro. Wir haben das Glück gehabt, dass wir hier etwas zur Untermiete gefunden haben. Das ist also hier eine größere Bürogemeinschaft und da ist ein kleines Büro frei geworden. Habe ich durch Zufall letztes Jahr entdeckt, irgendwann Oktober oder November, und konnte das gar nicht fassen. Da sind wir sofort hier hin und haben wirklich in kürzester Zeit gesagt, ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Juki UK, vielen Dank für 5 Monate mit einem Prime Sub. Rich, auch an dich danke für den 5er. Ja, Detlef, ich habe mich wieder nach drinnen verkrochen, das kann man so sagen. Also heute weht wirklich so ein etwas eisiger Wind. Ich glaube, wenn ich heute draußen stehen würde, dann wäre das schon eine harte Nummer. Ist doch wirklich schön, das Schiff, oder? Ragnar, ja, Hamburg Hafen Live machen wir mittlerweile hauptberuflich. Es ist nicht 100% von dem Einkommen, aber es ist mittlerweile ein sehr, sehr großer Teil, so dass wir sagen können, Hamburg Hafen Live ist unser Baby und ernährt uns auch. Hätte ich nie gedacht, hätte ich nie gedacht. Mellis Welt, danke für 5 Monate im Prime Sub. Ja, über Nacht ist das echt kalt geworden. Also ich habe das gestern schon gemerkt, als wir mal Pause gemacht haben. Ach nee, guck mal, die geht hier rechts rein. Die geht Steuerbord hier in den Vorhafen. Das kann sein, dass sie hinten links reingeht irgendwo. Für solche Tage wie heute war das auch gedacht mit dem Büro. Einfach um nochmal zusätzliche Möglichkeiten haben zu streamen. Wenn es halt wirklich draußen eisig kalt ist oder sehr windig. Dennis, moin. Ach, Tanja macht doch Büro. Ich wusste nicht, ob Tanja vielleicht noch vorbeikommt oder ob sie doch Hardcore-Büro macht, aber jetzt schreibt sie im Chat, dass es wohl doch nach Büro aussieht. Ihr seid schuld, wenn ihr im Shop so viel bestellt. Nee, Helmut Brigitte, das ist kein richtiger Balkon, das ist im Prinzip ein Fenster. Und das Stativ steht halt ganz nah am Fenster und da filme ich dann raus.
Malik Arctica. Na, wo geht die hin? Oh, Babydoll, danke für das Lob. Kaffee ist wirklich lecker. Das hat der Hans super gemacht. Und hier ist immer was los am toller Ort. Alle, die später eingeschaltet haben, heute wollte ich mal das machen, wofür wir unter anderem auch hier Deck 7 haben. Einfach die Kamera ein bisschen laufen lassen, gucken, was passiert, ohne jetzt großartig zu planen. Ich habe gesehen, dass so ein bisschen Schiffsverkehr ist, geht ein bisschen was rein, geht ein bisschen was raus, aber wir haben jetzt nicht irgendwie ein ganz besonderes Schiff. Soll einfach so ein bisschen entspanntes Shipspotting sein und natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein bisschen mehr in den Chat zu gucken. Denn ja, solche Streams, die rappeln dann natürlich nicht ganz so extrem, wie wenn wir samstags abends zum Beispiel AIDA streamen. Da ist ein bisschen mehr Zeit, auch mal hier auf den Chat zu achten. Sebastian, ich kann dir das leider nicht sagen, was das genau für ein Schiff ist, aber die Malik Arctica sieht für mich aus wie ein kleiner Fieder. Sascha, das Thema hatten wir vorhin schon. Danke für 11 Monate. Er sagt, 24-Stunden-Camp von Deck 7 wäre noch was. Wollen wir eigentlich nicht so gerne machen, weil die Streams, die wir machen, eigentlich immer auch so ein bisschen mit Moderation sind. Und jetzt einfach nur eine Webcam einrichten, das wäre jetzt nicht so unser Ding. Da empfehlen wir auf jeden Fall immer unseren Freund Dennis von der Elbcam. Aber was ich eventuell einrichten werde, ist ein 24-Stunden-Stream mit Aufzeichnungen. Wir haben ja ganz, ganz viele alte Streams und die vielleicht in so einer, ja, in so einem ganz, ganz langen Loop laufen zu lassen, dass, ja, wenn man Lust hat, man sich da einfach ein bisschen berieseln lassen kann mit ein paar schönen Bildern. Das ist so etwas, was ich vielleicht einrichten werde. Ah, Jason meint, der wartet vielleicht darauf, dass das andere Schiff weggeht. Ja, aber es müsste noch die OOCL Kobe im Zulauf sein und die will auch zum Container-Terminal toller Ort. Und die geht dann meiner Meinung nach dahin, wo jetzt die Navios Domino liegt. Schaut mal, hier haben wir die OOCL Kobe. Die ist noch ein bisschen weiter weg. Das dauert noch, bis die da ist. Aber die will zum Tollerort. Und der Tollerort ist ja das, wo wir jetzt direkt gegenüber stehen. Das heißt, das ist hier dieses Terminal. Hier sehen wir die Malik Arctica, wie sie an der Navios Domino vorbeifährt. Und ich nehme mal an, dass die Malik Arctica jetzt erstmal hier hinten irgendwo reingeht. Aber die wird gleich rausgehen hier.
Michael, nein, die Kamera kann man nicht von innen steuern. Also es gibt solche Kameras und ich bin auch so ein bisschen am Spekulieren. Es kommt demnächst eine raus. Das sind ja sogenannte PTZ-Kameras. Und die kann man dann auch fernsteuern mit so einem kleinen Joystick. Und ich bin am Überlegen, sowas mir zu kaufen, weil die haben dann auch so ein Tracking. Da kannst du dann zum Beispiel einfach auf dem Bildschirm ein Schiff anklicken und dann verfolgt die Kamera das Schiff. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß, die Kamera zu führen und das Ganze so ein bisschen von Hand zu machen. Ragnar, das kann in der Tat sein, dass hinten der Schlepper dran ist, weil es ein bisschen windig ist. Der drückt ja jetzt auch das Schiff so ein bisschen an die Pier. Und das kann in der Tat sein, dass die einfach aufgrund des Windes so ein bisschen dagegen drücken. Aber die sind auch noch nicht ganz fertig mit Laden, sehe ich. Ne? Da ist ja immer noch... Da geht ja immer noch Ladung drauf. Richtig, mit dem Smartphone kann man die meisten Kameras steuern, aber ich denke, die Frage bezog sich darauf, die Kamera auch zu positionieren, also dass man quasi nach rechts, links, oben, unten schwenkt. Und das geht natürlich nicht einfach so mit dem Smartphone, da braucht man halt irgendwas Motorisiertes unter der Kamera. Sattelschlepper Andi, ganz lieben Dank für 5 Schweizer Franken. Ach, hier kommt die Lufthansa angefahren. Die Hamburgensie mit der schönen Lufthansa Techniklackierung für all unsere Luftfahrtfans. Danke für 5 Euro an Sönke per PayPal. Er schreibt: Moin Paddy, großes Kompliment für euren tollen Job. Ich liebe unseren Hafen auch sehr. Es ist einfach auch herrlich hier. Willkommen an Bord, Hans-Peter. Schön, dass du dabei bist. Maulwurf, das VOD von gestern müsste es bei mir eigentlich geben. Ist das nicht da? Kannst du das nochmal checken auf Twitch? Also auf YouTube gibt es das nicht, die Aufzeichnung von gestern. So, und da hinten wird auch gebaggert. Die Eiseldelta ist da zugange. Ja, wollte ich doch meinen. Aufzeichnung von gestern ist da. Mein ich doch. Hey Sascha, willkommen an Bord. Dankeschön. Komm, ich hau mal einen raus hier. Leute, seid ihr aufmerksam. Wenn der Schlepper gegen den Wind drückt, dann müsste der Rauch in die andere Richtung gehen. Sehr, sehr aufmerksam. Genau, erstmal geweckt. Es kann sein, dass die Hörner jetzt gerade mal wieder ein bisschen zu laut sind. Irgendwie ist es hier eine Psychose mit dem
Tonpegel. Tschüss, Anja. Sehr aufmerksam, Jürgen. Die Eiseldelta kommt da nur raus. Die ist nicht am Baggern. Und die One Hamba hat auch abgelegt. Eine Schiffshupe für den Leo. Wer ist denn der Leo? Wer ist der Leo? Eine Schiffshupe für Leo. Komm hier. Ja, richtig. Wind kommt zurzeit aus Osten. Deshalb haben wir auch einen relativ niedrigen Wasserstand in der Elbe. Ah, und der Rolli-Jumper hat nochmal nachgeguckt. Bis gestern 15 Uhr lag die Autostar am BLG. Ja, das habe ich irgendwie nie auf dem Zettel da hinten, weil man da auch nicht hinkommt. Also das ist auch... So zum Livestream ist es unheimlich schwierig, da ranzukommen. Und das Terminal da hinten, das ist irgendwie so völlig außerhalb meines Fokus. €2 von Christa. Für den Lütten Schlebi. Dankeschön, Christa. Ja, die Malik Arctica hat eigenes Ladegeschirr, also eigene Krane an Bord. Das braucht sie natürlich nicht in Häfen hier wie Hamburg. Aber es gibt halt durchaus Häfen, zum Beispiel in Afrika oder so, habe ich mir sagen lassen, da brauchst du das teilweise noch. Und da gibt es dann halt einige Schiffe, die eigenes Ladegeschirr haben. Und ich nehme mal an, dass die da hinten erstmal nur in Warteposition geht. Zwei Lüdeber Kassen kommen da. Und Eiseldelta. Eiseldelta scheint aber ziemlich voll zu sein. Liegt gut und satt im Wasser, hat ordentlich Tiefgang. Scheint also fertig gebaggert zu haben und bringt das Zeug jetzt weg. Jens Medenwald ist auch wieder da, unser Frachtschiff-Reisen-Junkie. Und er sagt, Malik Arctica kommt aus Norwegen. Dort an der Westküste ist es wohl üblich, dass man da in den Häfen noch eigenes Ladegeschirr braucht. Danke dir, Jens. Schön, dass du mal wieder dabei bist.
Also am Fenster wird es auch irgendwann kalt. Leute. Ist jetzt nicht so, dass ich hier am Kamin sitze. Muss mal einen Schritt zurückgehen. One Humber sehe ich noch nicht. Ja, Eiseldelta bringt jetzt die Ladung weg. Wo das jetzt ganz genau ist, weiß ich gar nicht. Es gibt ein paar verschiedene Orte, wo die das Zeug abladen. Müsste man mal auf dem AIS verfolgen. Wobei, ich kann ja mal kurz was gucken. Ich kann ja 7 Tage verfolgen. Und mal schauen. Also, ich kann euch doch sagen, wo Eiseldelta das hinbringt. Das ist nämlich die Tour, die Route der letzten 7 Tage von der Eiseldelta. Also Eiseldelta ist hier, ja, gerade rausgefahren. Und ihr seht, hier hat sie wohl überall gebaggert. Hier im Hafen. Und dann fährt sie hier raus. Und da wird wohl abgeladen. Was ist denn das ganz genau? Ach hier, das ist gar nicht so weit hinter Airbus. Gar nicht so weit wirklich. Ja, beim Vesselfinder kann man sich immer die letzten 7 Tage anzeigen lassen. Also wenn man sagt Track anzeigen, dann zeigt er die letzten 7 Tage. Ich glaube, wenn man mehr bezahlt, dann kann man sich auch länger anzeigen lassen. So, mal gucken, ob wir One Humber irgendwo schon sehen. Ach, One Humber ist noch gar nicht unter der Kühlbrandbrücke durch. Da haben wir noch einen Moment Zeit. Ja, Schwarzbart-Jürgen, ich bin ein Sabbelkopf, das kann man wohl so sagen. Wobei der Rainer ja gestern auch nicht von schlechten Eltern ist. Also Rainer kann auch sabbeln wie ein Großer. Können wir mal gucken, ob wir One Humber da irgendwo entdecken. Da ist die Kühlbrandbrücke da hinten. Ach ja, tatsächlich. Guck mal hier, links. Da sehen wir den Brückenaufbau. Da schiebt sie sich so ein bisschen gut getarnt hinterm Terminal entlang. Matrix, Dankeschön, sagt nicht die schlechteste Qualität für einen Streamer. Schau gerne auch mal bei YouTube rüber, da ist die Qualität noch einen Tacken besser. Denn bei YouTube kann man ja mit höheren Bitraten streamen. Twitch ist leider noch etwas beschränkt. Zumindest ist es bei mir noch nicht freigeschaltet. Die wollen ja irgendwann im Laufe des Jahres auch die Qualität anheben. Aber momentan
ist das noch etwas begrenzt. Aber YouTube, da kannst du richtig voll Stoff geben. One Humber. Ach, Matrix meint das. Okay, ein Sammelkopf ist nicht die schlechteste Qualität für einen Streamer. Ja, eine gute Qualität wäre auch, wenn man das, was die Zuschauer im Chat schreiben, dann verstehen würde. Danke dir. Richtig, die Kölbrandbrücke soll irgendwann erneuert werden. Da hat man jetzt schon lange nichts mehr von gehört. Ich gehe mal davon aus, dass da jetzt geplant wird. Das ist wohl beschlossene Sache und ich nehme mal an, da wird man dann halt das nächste Mal was von hören, wenn sich da dann halt auch wirklich was tut. Navios Domino tut sich auch noch nichts. Ah, die haben ja auch eben noch geladen. Astrid, schön, dass du da warst. Dir einen schönen Tag. One Humber hatten wir auch am Sonntag, als sie reingekommen ist. Hans-Peter, wo siehst du ein blaues, riesiges Schiff? Ach, du meinst bestimmt das, wo ich eben drauf war, ne? Die, wie ist denn das da hinten? Die Costco Star ist das, die da hinten liegt. Also die kommt aus Rotterdam und wenn die wieder abfährt, wo die genau hingeht, steht hier noch nicht, aber ich nehme mal an, dass die dann auch irgendwie nach Antwerpen oder so fahren wird. Jetzt kommt erstmal ein großes, pinkes Schiff. Danke für 100 Bits. Hansi Fischeis Original auf Twitch. Dankeschön.
Gehe ich gleich nochmal drauf. Die Navios Domino, die soll ja auch rausgehen. Ich glaube, da tut sich auch was an den Leinen, wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt verschwindet die One Humber sowieso. Das heißt, ich kann mal eben hier umschwenken. Mal gucken, ob sich da was tut. Ja, das ist die Costco Shipping Star im Hintergrund. Und wie gesagt, wo die genau hingeht, steht jetzt noch nicht im AIS. Aber schätzungsweise, ja, irgendwie so Antwerpen, Le Havre könnte es sein. Irgendwie sowas. Tim, ich kann dir nicht sagen, ob es einen Ever Given Stream geben wird. Das ist immer vom Wetter abhängig und von der Uhrzeit. Für wann ist die denn geplant, die Ever Given? Ihr wisst doch, immer schwierig für mich, das vorherzusagen. Das Beste ist einfach, wenn ihr WhatsApp abonniert. Dann gibt es eine Nachricht 10 Minuten bevor es losgeht. Aber es ist so oft einfach, dass die Schiffe sich verspäten und die Pläne nicht einhalten. Dann steht das drin, dann steht da irgendwie, ach, kommt, was weiß ich, morgen 15 Uhr und dann guckst du ein paar Stunden später rein oder nächsten Tag und zack, ist es dann mitten in der Nacht um 3 oder 4 Uhr. Irgendwie sowas. Ja, 7:02 Uhr schreibt Tim hier. Mensch, Tim, 7 Uhr. Also im Sommer 7 Uhr sehr, sehr gerne, aber im Moment. Oh. Evergoods geht heute Abend raus, 21:30 Uhr. Sehen wir von hier aus leider nicht. Da kommt erstmal die One Humber. Tim, ist 7:02 Uhr morgen früh? Ja, vielleicht verschiebt es sich ja so um eine Flut und dann kommt sie irgendwie um 19 Uhr. €15 vom Sven. Moin Sven, schön, dass du wieder dabei bist und danke dir. Ach so, am 15.02. steht die drin. Ja, da haben wir ja noch 3 oder 4 Tage. Ach, da kann sich ja noch viel tun. Ja, Jürgen schreibt hier, man kann sehr schön sehen, hier jetzt von der Seite an der One Humber, wie nach vorne hin die Container immer niedriger gestapelt sind. Und das ist dann halt die sogenannte Sichtlinie. Die dürfen halt vorne nicht so hoch gestapelt werden, damit man von der Brücke aus eine gewisse Sichtlinie mit Blick nach vorne einhält. Danke dir, Cypress Günni, für dein Prime Sub im 3. Monat. Jetzt kommt sie gleich aus dem Kühlbrand raus. Jetzt kann man endlich auch mal die Farbe ein bisschen sehen. Das war ja am Sonntagabend echt schwierig.
Was ihr immer alles entdeckt auf den Bildern. Ein Feldhäcksler von Klaas. Die One Humber. Hier ist nochmal die Frage, wie lang die ist. Was haben wir denn? 333, 366. Ich gucke mal eben. 336 Meter lang ist sie. Und damit ist sie 336 Meter lang, 42 Meter breit. Noch eine schöne handliche Größe. eine handliche Größe. Jens, danke nochmal für den Hinweis. Er schreibt, dass Angaben wie 6:02 Uhr, 15:02 Uhr bei den Terminals in den Segellisten, dass das oft halt vorläufige Zeiten sind, die sich gerne nochmal ändern können. Genau das habe ich vor kurzem auch gelernt. Ich hatte mich auch gewundert, dass da so krumme Zahlen teilweise drin stehen und das scheint sich zu bestätigen, dass das dann immer erstmal so vorläufige Zahlen sind, die sich gerne nochmal ändern. Oh ey, Hans-Peter, Mensch, wie viele Schiffe liegen in Hamburg? Also da musst du jetzt aber mal selber zählen. Mach mal einen Wesselfinder auf und dann fang mal an zu zählen. Doch, Ragnar Schleppi ist auch an der One. Einer war vorweg. Der vorne am Bug, oh, der ist schon los. Der war eben noch dran, als sie rauskamen aus dem Köhlbrand. Und ich nehme mal an, Achtern ist er auch noch dran. Aber der macht dann wahrscheinlich auch relativ schnell los, wenn sie hier um die Kurve ist. Patrick hat nachgeguckt. Laut Wesselfinder sind es aktuell 372 Schiffe im Hamburger Hafen. Zumindest die, die ein AIS-Signal haben. Stimmt, man kann ja auch beim Wesselfinder nach einem Hafen gucken, nicht nur nach Schiffen. Sehr cool, danke für die Info. So, dann kommt Songerpanther gleich noch hinterher. Aber die ist erst unter der Brücke. Da ist auch der Achternschlepper. Aber der hat auch schon losgemacht. Also die lassen die One schon frei fahren. Hier kommt gerade noch eine große Badewanne.
Ja, und die Kurve kommt auch gleich rein, richtig. Dauert auch nicht mehr so lange. Dafür muss aber gleich erstmal Platz gemacht werden am CTT. Dafür muss erstmal die Domino weg. Danke für 300 Bits, Schwarzbart-Jürgen. Er hätte gerne die 3 von der Meierwerft. Ja, heute ist mal wieder Horntag. Die One-Schiffe haben alle die Farbe. Die sind alle in diesem Pink, was eigentlich ja ein Magenta ist. Und angelehnt ist die Farbgebung an das japanische Kirschblütenfest. Weil die Muttergesellschaft der Reederei kommt aus Japan. One selber sitzt in Singapur, aber das Mutterunternehmen, das ist in Japan und daher kommt dann wohl die Farbgebung in Anlehnung an das Kirschblütenfest. Timo hat Geburtstag. Haben wir noch mehr Geburtstagskinder? Dann können wir gleich noch mal das Geburtstagshorn raushauen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute ihren Ehrentag haben. Happy Birthday. Oh, die Kobe hat aber noch ein Stück. Also, dass die gleich kommt, das war ein bisschen übertrieben von euch. Die haben noch ein paar Meter zu fahren. Jetzt müsste die eigentlich als nächstes rausgehen. Und die Songer Panther war noch unterwegs, oder? Ja, die müsste eigentlich jetzt auch schon gleich hier... Ach Mensch, Leute. War die der alte Trottel? Hat er wieder gepennt. Da kommt die Songer Panther. Christa, was hast du dir denn gewünscht? Du weißt doch, dass ich niemanden ignoriere, sondern lediglich überlese. Ich kann leider nicht alle Wünsche immer gleichzeitig erfüllen. Dankeschön für 5 € per PayPal. Ja, Christian, nun sag doch, was du dir wünschst. Ich habe es eben überlesen.
Ach, Christa wollte ein Schleppi. Andreas, danke dir. 2 Euro nochmal. Ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Also Leute, ich finde, es ist nicht fair zu sagen, ich würde euch ignorieren. Das ist absolut keine Absicht. Und alle, die schon länger dabei sind, die müssten auch wissen, dass es manchmal nicht so einfach ist. Es ist alles keine böse Absicht dahinter. Dann müsst ihr einfach ein paar Mal nerven, dann kommt das auch. Dann war die Frage hier nach dem Turm. Das ist die Pegelanzeige. Das F steht für Flut, das heißt, das Wasser läuft auf gerade. Und 2,45 Meter ist der aktuelle Pegelstand über dem mittleren Hochwasser. In den Seekarten ist eine Tiefe eingezeichnet, da steht zum Beispiel 10 Meter. Und dann muss man das in dem Fall draufrechnen. Das heißt, aktuell ist der Wasserstand dann da, wo an der Seekarte 10 Meter steht, 12,45 Meter. Schachtel, Dankeschön. Willkommen an Bord. Ein neues Fischmarktmitglied. Michaela, nichts geplant. Richtig, Olli. Gestern war ich mit Rainer von Druckverlust unterwegs. War ein bisschen nerdig, der Talk. War ein bisschen sehr nerdig. Nein, ich übernehme nicht. Rainer wollte mich ja auch nicht fahren lassen. Kann ich auch verstehen, ich habe ja gar keinen LKW-Führerschein. Ja, die beiden Schlepper, die warten da auch schon eine ganze Zeit. Vielleicht blicken wir noch hier hin. Ach, guck mal, da geht gerade der Laschkorb rüber. Ob ich noch eine schöne Schiffshupe habe. Ja, eine, die immer sehr beliebt ist. Ja,
Aber die sind auch immer noch am Laden an der Navius Domino. Sind immer noch am Laden. Ja, Stefan, danke. Linesmen sind auch schon da. Also irgendwie sind alle schon da, nur sind die mit dem Laden noch nicht fertig. Garfield kriegst du Moin, Paul. Jetzt aber weg da, Barkasse. Jetzt aber weg da. Smash K, moin. Nee, was im Dock liegt, kann ich leider nicht sehen von hier aus. Sven, danke dir. Haut noch mal einen Zehner raus. Schreib auf die Mitgliedschaft. Jo. Willkommen an Bord. Nee, Jürgen ist aus dem Office. Wobei, so gemütlich ist das hier ehrlich gesagt auch nicht. Schon ein bisschen frisch am Fenster. Er hat die James R. Barker, das ist ein riesiger Bulker.
glaube, die transportieren so Eisenerz und solche Sachen. Mensch, Hardy Römer, danke dir, 10 Euro Superchat. Anzahlung für einen Objektivwärmer mit Temperaturregler, damit das Glas nicht einfriert. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Es gibt Objektivwärmer. Man glaubt es kaum. Aber gerade so die Fotografen, die gerne so Astrofotografie und solche Sachen machen und dann sehr lange nachts draußen stehen, damit das Objektiv, damit das nicht beschlägt, sich da nicht irgendwelches Kondenswasser auf der Linse bildet, gibt es da tatsächlich Objektivwärmer. Ja, Buxier ist mittlerweile Fairplay. Die sind, lass mich lügen, 2017 zusammengegangen. Jürgen, dieses Nachrichten hervorheben auf Twitch, das habe ich abgeschaltet, weil ich das eh nicht sehe. Ich habe hier so ein Tool, mit dem ich YouTube und Twitch gleichzeitig sehe. Und ja, das Nachrichten hervorheben, diese Funktion, die tut bei mir nichts. Und deshalb geht das halt immer so ein bisschen ins Leere, wenn ihr das benutzt. Stefan, die Geräusche, die du hier ab und zu hörst, das sind einfach Warngeräusche auf dem Terminal. Ihr merkt, das Bild wackelt, das ist immer ein Hinweis darauf, dass es ein bisschen windig ist. Yacht, welche war? Yacht meint ihr? Meint ihr die Luna, die hier im Hafen liegt? Ja, in der Tat, die ist schon
fast festgerostet. Das kann man so sagen. Das ist eine russische Oligarchenjacht, die hier festgesetzt wurde. Ich glaube, das haben sich die beiden Boluda-Schlepper auch anders vorgestellt mit dem Job. Ich meine, die warten da ja jetzt schon echt eine ganze Weile. Gucken wir doch noch mal, wo die Kobe sich jetzt gerade rumtreibt. Ah, die steuert langsam auf Airbus zu. Da sehen wir sie. Kommt gerade oder begegnet sich gleich mit der One Humber. Und ein Stückchen dahinter, da haben wir die Songa Panther. Van Carrier zugucken, das macht ja auch Spaß. Also es kommt jetzt gleich noch die OOCL Kobe. Ich glaube, das ist so das, was wir hier aktuell erwarten können. Jürgen hat mal auf die Uhr geguckt und sagt, die beiden Schleppis, die warten jetzt schon seit einer Stunde an der Navios Domino. Und die Frederik ist noch bei Wedel. Danke für die Info. Montafon fragt,
So ein Schlepperauftrag, geht das mit einer festen Auftragssumme oder nach Zeit? Das kann beides sein. Das kommt immer ein bisschen auf den Job drauf an. Also zum Beispiel diese typischen Jobs hier im Hafen, Containerschiff rein, Containerschiff raus und so, das ist, glaube ich, alles ja, ein fester Preis, der ausgehandelt ist. Und dann gibt es aber Jobs, die durchaus nach Zeit abgerechnet werden. Wenn ich das richtig sehe, muss die aber da weg, wenn die Kobe kommt, oder? Werden wir mal schauen. So sieht das Ganze von oben aus. Das ist die Navios Domino. Das ist das rote Schiff, auf das wir die ganze Zeit gucken, wo die Schlepper jetzt seit über einer Stunde warten. Und die OOCL Kobe, ja, also entweder geht die Anina noch raus, aber ich hätte jetzt gedacht, die Navios Domino geht raus und die Kobe geht dann dahin. Das wäre so meine Vermutung. Jo, Magger vom Acker. Da standen auch schon Festmacherautos. Wahrscheinlich stehen die da immer noch. Irgendwer hat sich da ein bisschen vertüdelt mit der Zeit. Nee. Gary arbeitet gar nicht auf dem Terminal. Frage war, ob Gary hier verschlafen hat vielleicht, dass er noch nicht losfährt. Gary arbeitet am Burchard-Kai.
Erhard fragt, ob man so ein Containerterminal auch für ein großes ankommendes Schiff mal eben ändern kann. Nee, das geht nicht, weil da natürlich auch Container bereitstehen schon auf dem Terminalgelände. Und wenn man die ganzen Container dann zum anderen Terminal bringen müsste, das wäre halt extrem aufwendig. Dann, also ich sag mal, wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, dass aus irgendeinem Grund dieses Schiff da nicht wegkommt, die Navios Domino, und die OOCL Kobe schon kommt, dann muss die halt warten. Dann wird die Kobe irgendwo zwischengeparkt und ja, muss dann halt warten, bis der Platz frei wird. Aber eigentlich müsste das bald losgehen. Ich meine, die Schlepper sind da jetzt die ganze Zeit schon dran. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das noch so ultra lange dauert. Es kommen immer noch Container. Es kommen noch Container. 3 Euro vom Guido fürs Phrasenschwein. Ich danke dir vielmals. Erhard, du hast recht. Irgendwie ist das gerade spannend, ob die Kobe, ob die kommt. Vielleicht legen sie die auch an die Pfähle. Nee, da sind sie schon vorbei. OCL Kobe ist Finkenwerder vorbei. In der Tat. Spannend. Tja, wer zahlt die Verspätung? Im Zweifelsfall die Reederei.
5 Schweizer Franken vom Andi. Herzlichen Dank. Die geht heute am Bubendei-Ufer ran und wird dann manuell entladen. Abfahrt ab Anfang 2034, ja. Da kommt noch ein Container. Nee, die holen die Gitterbox. Die sind fertig. Seht ihr das? Der Spreader holt da die Gitterbox mit den Twistlocks. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie fertig sind, weil die kommen immer als letztes an Bord. Jedes Schiff hat ja eigene Twistlocks. Also Twistlocks sind ja die Befestigungszapfen, womit die Container untereinander verbunden sind. Und jedes Schiff hat halt eigene Twistlocks, also immer in ausreichender Menge dabei. Die werden halt vorm Laden und Löschen in so einer großen Box an Land gebracht. Und wenn sie fertig sind, dann holen sie die wieder an Bord. Und das sieht mir so aus, als ob das diese Box mit den Twistlocks ist. Ach Leute, Mensch, das ist so spannend. Da gehe ich doch jetzt mal glatt auf Toilette. Bis gleich. Ist irgendwas passiert? Da bin ich wieder. So, wo ist denn die Kobe? Die ist jetzt beim Bubendei-Ufer. Hat sich nichts geändert bis hierher. XX Steve Urkel. Mensch, Steve Urkel, wer kennt ihn noch? Legendär. Fragt, wie bekommt man denn die Twistlocks zwischen den Containern beim Abladen wieder auf? Es gibt unterschiedliche Twistlocks. Es gibt automatische und halbautomatische und komplett manuelle. Und einige, die öffnen sich von alleine und einige, die müssen mit so einem kleinen Benzel, also da ist dann so ein kleines Drahtseil dran, mit so einem Nupsi, die müssen dann aufgezogen werden.
Das wird dann wirklich manuell gemacht. Also da geht jemand lang und öffnet die dann. Detlef, klar kann ich durch das geschlossene Fenster filmen, aber dann hast du halt mit Spiegelungen zu kämpfen und außerdem kann ich dann nicht so weit nach rechts und links die Kamera schwenken. Die muss ich schon so ein kleines bisschen über die Fensterbank hinausschieben. Dann wäre der Sichtwinkel doch deutlich eingeschränkt. Steve Urkel, zwischen den Containern kann man durchgehen. Also da sind zwischen den Containern ist immer Platz, dass man da dann auch an diese sogenannten Twistlocks rankommt. So, es kann natürlich auch sein, dass sie mit der Kobe erstmal hier in den Vorhafen reinfahren, da dann das Schiff quasi halten oder vielleicht auch irgendwo hier an irgendeine Pier legen und dann warten, bis die Navios Domino abgelegt hat. Ja, die Twistlocks müssen alle geöffnet werden. Also das passiert dann halt mit so einer Stange. Beziehungsweise da, wo man drankommt, kann man auch einfach von Hand ziehen. Aber die dann etwas höher sind, dafür gibt es dann so eine Stange. Seefahrt hat einfach sehr viel mit Warten zu tun. B17, es gibt da sogenannte Laschbrücken. Das heißt, du musst nicht mit der Stange ganz unten von Deck bis oben in die 12. Containerreihe gehen, sondern dazwischen gibt es dann sogenannte Laschbrücken. Wir können ja mal gucken, ob ich euch diese Laschbrücke an der Cosco Star zeigen kann. Guck mal, hier habt ihr die Cosco Shipping Star. Und hier seht ihr diese sogenannte Laschbrücke. Das ist dieses rötliche Gebilde, wo oben an den Pfosten so gelbe Markierungen sind. Wenn ihr genau guckt, links an der Seite entlang, seht ihr, dass zwischen jeder Containerreihe so eine Laschbrücke ist. Und da kann man drauf gehen. Und da kann man dann entsprechend hochgehen und kann dann mit der Stange oben die Container aufmachen. Wenn man da nicht drankommt, dann gibt es einen sogenannten Laschkorb.
Der Laschkorb, der wird dann mit dem Spreader quasi auf das Schiff gehoben und da steht dann jemand drin und kann aus diesem Laschkorb heraus die Twistlocks öffnen. Ist das verständlich? Und bei dem kleinen Containerschiff hier, wie dieser Navios Domino, da sind die Container dann halt nicht ganz so hoch gestapelt. Da gibt es dann diese Laschbrücken nicht in dem Sinne, aber Platz ist da trotzdem zwischen den Containern. Ja, genau, Stefan. Von den Laschbrücken aus, da gehen dann auch die Stromanschlüsse weg für die sogenannten Reefer-Container, Kühlcontainer. Die Kurbel sehen wir leider noch nicht. Die müsste aber auch jeden Moment auftauchen. Ja, dass das halt funktioniert, dass sie nicht immer das ganze Schiff umsortieren müssen und umstauen müssen, das macht letztendlich natürlich Software. Und für die Schiffe gibt es dann sogenannte Planner. Das sind Leute, die halt nur planen, wie geladen wird. Also wo welcher Container hinkommt, wann er an Bord geht, wann er wieder runter muss, an welche Position und so weiter. Das sind Planner und die haben natürlich die entsprechende Software dabei und planen dann halt quasi diesen ganzen Ladevorgang für die ganze Reise. Jo, gut beobachtet. Die Containerbrücke geht hoch. Danke für den Hinweis. Das ist doch mal ein gutes Zeichen, oder? Haha, Schoki, ja, bin wieder vom LKW runter. Wobei das auch schön war. Tja. Hans-Peter möchte wissen, was das rote Schiff geladen hat. Container. Was in den Containern drin ist, das weiß aber in den meisten Fällen nicht mal die Crew.
Eigentlich müsste man jetzt auch so langsam die Kobe sehen. Da, tatsächlich. Oh, guck mal, wir haben ja sowas Ähnliches wie Sonnenuntergang. Naja, ein bisschen schön reden müssen wir uns das. Kommt sie. Ist auch nicht das Riesenschiff. Was hat die Kobe? 280 Meter? Kann das sein? Captain Kai, danke dir für 5 Euro. Erfurter Puffbohne, auch an dich ein Dankeschön für 2 Monate Speicherstadt. Und er schreibt, oder sie, die Puffbohne, meine Freundin findet die mürrische Möwe so niedlich, dass sie davon einen Trickfilm haben möchte. Heieiei, wie sollen wir das denn noch machen? ...260 Meter hat sie, die Kobe. 32 Meter breit. Danke euch für die Info. Und Chroma69, danke dir für 7 Monate bei Twitch. Jetzt haben wir hier nochmal richtig Action. Mit unseren Freunden von Fairplay. Leute, schnallt euch an, es geht wieder los. Es geht wieder richtig zur Sache hier. Action am Tollerort. Jawohl, zeigt Liebe für Fairplay. Da ist, auch wenn da Schlepper dran sind, ist da ein Lotse an Bord. Das eine hat erstmal direkt mit dem anderen nichts zu tun. Also Schlepper können den Lotsen nicht ersetzen. Der Whiskyhase ist da und lässt 10 Euro da. Anzahlung für neue Sohlen für Ben und Paddy für den nächsten Superwalk in Hamburg. Ja, ganz lieben Dank dafür. Ich werde mal mit Ben schnacken, was wir als nächstes aushacken. Ob er noch Bock hat oder ob er jetzt erstmal Pause braucht. Aber wie ich Ben kenne, hat er schon wieder die nächste Idee. Caro, liebe Grüße auch an den Ares. Danke euch beiden für 2,49. Schule aus, Hamburg Hafen live an. Oh, Zwergfox ist auf der Fähre. Auf welcher bist du denn? Dann kann ich ja mal reinzoomen, wenn du winken möchtest.
Bist du auf der Ortkarten? Vielleicht bei Dende, wenn Dende noch fährt. Gehen wir doch mal drauf. Gucken, ob da der Zwergfuchs ist. Moin! Da fährt er mit beim Dende. Wenn Dende noch fährt. Die sind hier noch gar nicht im Bild. Jetzt aber. Stefan fragt, wie viele Meter hat die darunter noch? Ja, Tiefgang kann man ja ablesen hier an der sogenannten Arming. Das ist ja hier diese Tiefgangsskala. Und wenn wir da mal genau hingucken, was haben wir denn da jetzt? Ich sehe die 10, ich sehe die 9.
So circa 8 Meter Tiefgang, kommt das hin? Etwa 8 Meter sind dann darunter noch, wenn ich das richtig lese. Edas Fotostopp, ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. 5 Euro Superchat. Manchmal ein bisschen schwer zu lesen, die Zahlen auf der Skala. Im Wesselfinder steht 10,20 Meter Tiefgang, also es kann natürlich durchaus sein, dass die hinten tiefer liegt und die hinten mehr Tiefgang hat als vorne und dass dann der tiefere Tiefgang eingetragen wurde. Zur Anina scheint auch gerade ein Schlepper zu fahren. Jetzt kann ich mich wieder richtig freuen auf diese schöne Perspektive von hier oben auf das Schiff. Ich nehme mal an, dass Sie den Dampfer jetzt drehen, dann ein Stück reinziehen, dann lassen Sie die anderen beiden Dampfer abfahren und legen dann die Kurve an. Das wäre jetzt so meine Vermutung. The Big Black Dog auf Twitch, ganz lieben Dank für das Lob. Ich muss gestehen, mir ist kein anderer bekannt. Jetzt so in anderen Städten. Wobei doch in Southampton, da gibt es was mit Kreuzfahrern. Da habe ich schon mal auch einen Stream entdeckt. Das Foto muss heute ausfallen, lieber Whiskyhase. Ich habe nämlich ganz viel anderen Krempel in meinem Rucksack gehabt, weil ich hier noch ein bisschen gebastelt habe. Und deshalb hatte ich die Fotokamera zu Hause gelassen.
Chroma, danke für dein Lob. Ja, was meint ihr? Seid ihr da bei mir, dass sie die jetzt so ein bisschen nach links rüberziehen, Platz machen und die anderen beiden rausfahren, damit sie dann die Kurve da in Ruhe ranlegen können? Macht doch eigentlich Sinn, oder? Whisky, ja, also Dankeschön. 10 Euro für eine extra Fotokamera, die ich dann hier liegen lassen kann. Ja, das wäre in der Tat was. Immer hier eine Ersatzkamera. Aber ich bin gerade dabei, darf ich gar nicht sagen, Tanja hört schon wieder zu, aber ich habe gerade wieder eine neue Videokamera bestellt. Ja, Christine, die passt dahin, die Kurve mit 260 Metern. Der Sven ist da. Sven Kinder, ich danke dir für die verschenkte Mitgliedschaft. Es muss nicht immer ein 400 Meter Containerschiff sein, auch das macht Spaß. Ja, Jürgen, du hast recht, das ist ein ganz schönes Thumbnail hier. Aber das Schöne ist, ich kann es ja auch aus dem Video rausnehmen. Die Auflösung reicht ja aus. Rex, ja, für eine Leica müssen mehr Zehner fliegen, aber an Leica habe ich momentan überhaupt keinen Bedarf. Klingt komisch, ist aber so. Aber an der Anina wird noch geladen. Hier möchte noch mal jemand ein bisschen Wasser durch die Gegend schieben.
Jo, Stefan, Captain und Lotse auf der Nock, das ist in der Tat ein bisschen zugig. Na, mal gucken. Komm, wir geben alles. So, erlaubt mir noch mal ein bisschen Kaffeewerbung. Demnächst wird der Kaffee etwas teurer. Greift noch zu. Kaffeepreise sind gestiegen. Ja, was machen Sie jetzt? Der Whiskyhase fragt, und das ist gar nicht so dumm, haben Schiffe auch eine Art Nummernschild wie Autos oder LKW? Also ein Nummernschild in dem Sinne haben sie nicht, aber sie haben eine eindeutige Nummer, eine sogenannte IMO oder IMO-Nummer. Und die ist meistens auch hinten am Heck mit angebracht. RL, mit einer Kaffeemarke kann man unseren Kaffee direkt nicht vergleichen. Das ist halt ein Kaffee, der für uns geröstet wurde von dem guten Hans, unserem Röstmeister. Und der hat da, ja, also der macht das wirklich von der Pike auf. Und das ist nicht irgendwie ein Kaffee, der eingekauft wurde und dann einfach nur umgelabelt, sondern der wurde wirklich auch für uns geröstet. Von daher vergleichen mit einer Kaffeemarke, das ist... Naja, wahrscheinlich nicht unmöglich, aber schwer. Caro, danke für das Lob für den Kaffee. Lasst es euch schmecken. Da läuft aber auch noch keiner rum und macht Anstalten, die Leinen loszumachen. Barbecue Kasi, ganz lieben Dank für 3 Monate mit dem Prime Sub. Und er schreibt, weil ihr mit Herz und Seele das hier macht. Danke dir. Oh, Anja Garlic lehnt sich ganz weit aus dem Fenster. Anja, danke, danke, danke. Sie schreibt, es ist der beste Kaffee, den sie je probiert hat. Das leite ich auf jeden Fall mal dem Hans weiter. Da freut er sich.
warten. Sven haut auch nochmal 15 Euro raus. Dankeschön. Für einen Kaffee oder später ein schönes Getränk zu Hause mit Frau. Ja, vor allem muss ich auch noch einen Happen essen. Ich habe noch gar nicht richtig was gegessen. RL, richtig, das ist auch der Kaffee, den ich damals auf der Skala an den Lotsen verschenkt habe. Tja, super Timing. Malte ergänzt nochmal, dass die IMO-Nummer sowas ähnliches ist wie eine Fahrgestellnummer. Also gar nicht wie ein Nummernschild, sondern eher wie eine Fahrgestellnummer. Hans-Peter, die Kurve kommt aus Rotterdam, war davor in Felixstowe, in Salerno und in Piräus. Nein, Jason, die Costco, die Fähre geht nicht raus. Aber seht ihr, was da im Hintergrund noch um die Ecke kommt? Die hatten wir doch heute auch schon mal. Die Arctic Malik, die will da auch mitmachen. Mensch. Rotes Schiff, rote Lindkugel. Ganz einfache Regel. Irgendwer hält hier den ganzen Verkehr auf. Leute, das ist schon wieder spannend. Wahnsinn, was hier abgeht. Jason, ich weiß nicht, wann das nächste 400-Meter-Schiff kommt. Muss ich selber mal in die Segelliste gucken. Kann ich dir jetzt so gerade nicht sagen. 5 Euro Anzahlung für ein Diätfischbrötchen für Paddy vom Whiskyhasen. Ja, ein bisschen Diät wäre nicht so verkehrt.
Wo will jetzt die Arctic Malik hin? Malte, nee, in naher Zukunft kommen, glaube ich, erstmal keine neuen Containerbrücken mehr. Ist ja nicht auszuhalten, die Spannung. Wobei ich mich frage, warum die Arctic Malik für die kurze Zeit jetzt da hinten Päuschen gemacht hat. Wo will die denn hin? Moin Marc, mein Lieber. Und danke für 5 Euro. Schönste Feierabendbeschäftigung, schreibt der Hamburg Hafen Live. Dankeschön. Also die Arctic Malik sagt sich jetzt erstmal, das ist mir hier zu blöd. Ist mir auch alles viel zu wuselig. Habe ich keinen Bock drauf. Ich war sowieso falsch hier. Ich hau ab. Die hat es jetzt auch eilig wegzukommen. Malik Arctica heißt sie. Ich habe immer Arctic Malik gesagt, oder? Okay, also Ute meint, die fährt zum CTA. Vielleicht musste da auch erst noch was durchsortiert werden am CTA. Nico, die nächste AIDA, weiß ich gar nicht. Ich denke mal, das wird Samstag wieder die Nova sein, oder? Oder kommt da noch eine zwischen? Haben wir noch irgendwie eine jetzt in der Woche? Timo hilft aus. Samstag Nova, Sonntag Zoll. Danke dir.
Stefan. Nee, neben mir sind keine Räume mehr frei. Tut mir leid. Hier kannst du nichts mehr mieten. Hier waren 2 zur Untermiete frei und die waren also echt sofort weg. Eva Acme kommt um 18 Uhr, schreibt Jason. Ah, danke dir für die Info, aber da sehen wir von hier aus nicht viel. Das ist ein bisschen weit weg. Vielleicht so in der Ferne. Ach, da kommt noch ein rotes Schiff. Und jetzt könnt ihr auch Hobson weist darauf hin, hier mal die IMO-Nummer sehen. Frederik kommt da. Sven, ganz lieben Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Und Ute hat mal wieder aufgepasst. Ute, das wachsame Auge aus dem Hafen. Anina legt ab. Jetzt geht es aber hier wieder Schlag auf Schlag. Malik Arctica dreht fast auf der Stelle, möchte da hinten hinter Frederik rum in den Kölbrand rein. Da legt Anina ab. Hat schon die ersten Meter gemacht. Ist schon einige Meter von der Kaimauer entfernt. Aber wir gehen mal schnell zurück und gucken, was die roten Schiffe machen. Wo ist Malik? Da kommt sie von hinten rein. Danke an Mirko, 5 Euro Superchat. Und er schreibt, er ist gestern vor mir bei der LKW-Tour eingeschlafen. Ja, ich habe in der Tat durchgehalten, Mirko. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ich habe durchgehalten, also Rainer hat mich so an die Wand gesabbelt, dass ich nicht einschlafen konnte. Don Ferrando, ich habe in der Tat heute erst 2, also rote Lindkugeln habe ich erst eine verputzt und insgesamt habe ich 2 verputzt. Brauchen wir noch einen Zähler für verputzte Lindkugeln? Und hinten am Heck die schöne 57.
Daniela, ich nehme das mal als Kompliment. Dankeschön. Sie schreibt, sie sieht keinen Unterschied beim Quatschen zwischen mir und Rainer. Irgendwie müssen die hier aber heute den Knoten auflösen. Stefan, richtig, wenn dann E an dem Turm steht, dann ist Ebbe, also beziehungsweise ablaufendes Wasser. Dann haben wir jetzt eben gerade irgendwann den Wechsel gehabt zwischen Flut und Ebbe. Ja, Bildermann, 18 Uhr ist wohl noch eine Evergreen angekündigt, aber die kommt nicht hier hin. Oh, Andi korrigiert. Die Evergreen hat 18 Uhr Lotse in der Deutschen Bucht. Das heißt, die kommt dann ja erst mitten in der Nacht an. Gar nicht um 18 Uhr hier in Hamburg. Danke, Andi. Eloise, kleiner Tanker. Und Frederik mit der 57 im Schlepptau. Danke für 2 Euro, Matze. Rainer hat gesabbelt. Ja, er hat gesabbelt, aber ich war wohl auch nicht ganz so schlecht. Danke für 100 Bits an Harry de Jong. So, und jetzt gibt Anina aber hier richtig Hackengas. So, der Schlepper fährt auch schon ran zum Losmachen hinten bei der Anina.
Gib Leine, Digga. Oh Mann, ey. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich glaube, ich habe vergessen, die Parkscheibe weiter zu drehen. Na, schon lange kein Ticket mehr bekommen. 5 Euro, danke an den Andreas für Lütt und Lütt den Silbersack. Aber erst nach Feierabend. Danke dir, Andreas. Nein, ich habe keine elektrische Parkscheibe. Das Doofe ist, die elektrischen, die kannst du ja nicht, da musst du ja immer das Auto bewegen, damit die sich dann wieder neu einstellen. Also ich bin dann lieber bei so einer altmodischen, die ich dann einfach weiterdrehen kann. Natürlich fahre ich einmal um Block und dann drehe ich die erst weiter. Wobei, dann wird das ja auch mit der elektrischen gehen. Ach, vergesst das Parkscheibenthema einfach. Harry Dion, ganz lieben Dank, willkommen an Bord. Genau, hoffen wir einfach mal, dass es den Ordnungshütern auch zu kalt ist. Wo will Frederik jetzt hin? Frederik will wahrscheinlich dahin, wo Anina lag. Und Kobe wartet immer noch darauf, dass Navios Domino sich da mal verzieht. Dende möchte zum Fischmarkt. Und der Zwergfox beim Dende mit unterwegs. Ist aber auch eine Wuselei da hinten. Guckt euch das mal an. Hessenblitz, vielen Dank, 10 Euro Superchat, damit ich die Parkknolle nicht alleine zahlen muss. Ja, danke, danke. Matze, EasyPark nutzt mir überhaupt nichts. Da ich ja ein E-Auto habe, darf ich überall mit kostenlos parken, muss allerdings eine normale Parkscheibe reinlegen, da ich natürlich nur so lange dort parken darf, wie halt auch am Parkautomaten oder an der Parkuhr. Und das sind hier alles Zonen, wo Parkautomaten stehen. Ja, und deshalb wird mir jetzt EasyPark nichts bringen. Beziehungsweise da müsste ich halt normal bezahlen.
Olaf möchte eine Pause und auf Toilette. Mensch, Olaf, das geht doch alles so langsam hier. So, Frederik dreht. Oh, kriegen wir aber heute hier echt Premium, oder? Also, Frederik wird den Platz von Anina einnehmen. Aber Frederik macht das ganz souverän ohne Schlepperhilfe. Malte, nee, Animateur wie auf der Kirmes bin ich nicht. Nee. Aber es wird schon wieder spannend. Es wird schon wieder spannend, Leute. Guckt, was hier im Hafen los ist. Ja, wer meint, dass Schiffe gucken langweilig wäre, der war noch nie bei Hamburg Hafen Live. Wenn es wieder heißt, einparken, ausparken, wer ist als erster da? Die Schlepper drücken und ziehen, bis jeder seinen Platz gefunden hat. Ach stimmt, Christine, der Schlepper ist ja am Heck. Natürlich, die 57, die schöne, klar. Ach ja, da seht ihr es. So viel Blödsinn wie ich kann man eigentlich gar nicht erzählen. Ich bin aber der beste Beweis dafür, dass es doch geht. Vorhin, als Frederik kam, habe ich noch gesagt, 57, so ein schöner Schlepper. Viertelstunde später alles vergessen. Das ist aber auch hier echt ein Sortieren.
Tony, welcome and thanks for your donation. 10 bucks from Tony Roberts. Welcome to the stream. Ja, für alle, die jetzt eingeschaltet haben, hier liegt noch die OOCL Kobe auf Warteposition. Wir sind dabei, Schiffe zu sortieren. Eben ist die Anina abgefahren. Hinter der Frederik liegt noch die Navios Domino. Da warten die Schlepper schon seit 1,5 Stunden darauf, dass es irgendwie losgeht. Da hat es irgendwie heftige Verzögerungen gegeben, was dazu führt, dass jetzt natürlich hier die OOCL Kobe nicht zu ihrem Liegeplatz kommt. In der Zwischenzeit haben Anina und Frederik die Plätze gewechselt. Ja, jetzt warten die natürlich erstmal, bis Frederik fest ist. Dann muss Navios Domino da weg und anschließend kann OOCL Kobe an ihren Platz fahren. Derole 02, herzlich willkommen. Nach dem Stream gestern dachte ich mir, ich gucke mal hier vorbei. Ja, das ist doch schön, dass du hier mal vorbeischaust. Hier werden Containerschiffe sortiert heute. Aber ich finde es dann trotzdem immer wieder bemerkenswert, wie flott es doch geht. So sieht das Ganze übrigens dann von oben aus. Und da sieht man auch OOCL Kobe, die wird dann hier bei der Navios Domino rein. Das wird auch passen. Die beiden Schiffe sind längenmäßig in etwa gleich auf. Mensch, eigentlich wollte ich noch beim Rainer vorbeigucken, wenn der online geht. Der geht ja normalerweise so 18 Uhr live, oder ist der schon live? Ich dachte mir, schmeißt du mal so für ein Stündchen die Kamera an. Hatte noch ein bisschen was zu tüdeln hier auf Deck 7. Ein bisschen gebastelt, noch ein bisschen Software-Updates gemacht. Dann dachte ich mir, Mensch, schmeiß mal so ein Stündchen die Kamera an, aber kann ja keiner ahnen, dass das wieder so eskaliert hier. Aber ich find's geil. Ich find's einfach geil. Stefan fragt, hallo Paddy, gestern war Montag, da war doch kein Stream, erst am Sonntag. Stefan, jein. Gestern gab es einen Stream auf Twitch nur, da habe ich gemeinsam mit dem Rainer von Druckverlust gestreamt. Und weil man auf Twitch die Chats zusammenschalten kann, haben wir das nur auf Twitch gemacht und das lief nicht auf YouTube nebenher.
Und Rainer findet ihr bei Twitch unter dem Namen Druckverlust. Runs like crazy. Aber die Kurve driftet irgendwie auch so ganz langsam darüber. Ich muss mal kurz bei der großen Kamera den Filter abschrauben. Das wird nämlich jetzt schon ein bisschen dunkel. So, da sind wir wieder. Jo, Frederik wird festgemacht. Hopsten, ja, mittlerweile ist das so. Da tut sich echt überhaupt nichts. Was? Polizei Blaulicht? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen oder ist mir nicht aufgefallen. Kann ich euch nicht sagen, warum da eben Polizei war. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, Katrin, immer noch live. War auch mal wieder so nicht geplant, dass das hier eskaliert. Aber so ein schönes Schiffe sortieren hier, das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr.
immerhin die 57 hat fertig. Immerhin die 57 hat fertig. Das heißt, Frederik ist hinten auch schon fest. Annette spendiert ein Heißgetränk. 2 Euro Superchat. Danke dir, Annette. Ja, 57 sagt sich auch, das ist mir hier alles zu eng. Erstmal zusehen, dass ich hier rauskomme aus dem Gewusel. Eine Mitgliedschaft geht noch raus vom Detlef. Detlef, Dankeschön. Also die Schlepper, die müssen sich auch ein bisschen verarscht vorkommen, oder? Die sind doch schon fast seit Anfang des Streams da. Und warten einfach nur. Ich könnte mir vorstellen, dass hier einige echt genervt sind. Entweder die auf den Schleppern, vielleicht auch der Lotse auf der Kobe. Die driften da so ein bisschen hin und her. Ach Ben, moin, schön, dass du auch vorbeischaust. Noch eine Mitgliedschaft geht vom Kölner Kai raus. Danke dir. Und moin, mein Lieber. Ulrich feiert 13-monatiges. Danke dir dafür. Ja. Auf den Schleppern läuft Hamburg Hafen live. Das kann vereinzelt sogar mal sein, dass die da ein bisschen reingucken. Dann ist hier noch die Frage, ob der Lotse bei Bedarf vom Schiff geholt werden kann. Oder müssen die so lange draufbleiben, bis die Leinen fest sind? Ja, also der Lotse, der ist ja für das Anlegemanöver zuständig. Gerade das Anlegemanöver, das ist, ja, das ist ja quasi dann so das ganze Finale. Und dafür bleibt der Lotse natürlich noch drauf. Der Lotse geht eigentlich erst
von Bord, wenn das Schiff komplett fest ist. Ist denn nicht irgendeiner hier, der weiß, was da los ist? Frauke stellt eine interessante Frage, ob ich noch bis zum Ende dieser Nummer bleibe. Ja, also eigentlich wollte ich mir das schon noch angucken. Und im Grunde genommen muss ja eigentlich die Navios nur losmachen und ablegen. Dann kann die Kobe dahin und dann wäre das Ganze in einer Viertelstunde gegessen. Nix tut sich da. Gar nichts. Stimmt, hier ist vorne das Flugzeug drauf. Ich glaube sogar, es ist ein kleiner A380, oder? Vorne auf dem Flaggenmast. Und immer die große Frage. Oh, Leute, guck mal, was da hier. Guck mal, seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr es? Spaghetti. Wir haben Spaghetti. Spaghetti bedeutet, Leinen sind los. Es ist ja unfassbar. Leute, bevor es stockduster wird im Hafen, geht die Navios Domino noch raus. Das ist unfassbar. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Die Fischmacher legen los, die Festmacher.
Stimmt, Fischmacher war auch einer meiner Versprecher. Es eskaliert. Es eskaliert wieder. Das ist der Höhepunkt. Darauf haben wir alle gewartet, dass dieses Schiff ablegt. Die Schlepper haben nur schlappe 2,5 oder 3 Stunden gewartet. Ei. Sagenhaft, genau, Angelika, du sagst es. Ja, Memminger, sensationell. Sensationell. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Richtig, Casanova. Wenn die Domino da weg ist, dann kommt die Kurve dahin. Ja, genau, die beiden Leinen, das war nur zum Antäuschen. Die haben sich auch gesagt, komm, dem Spacken da oben mit seiner Kamera, den bieten wir jetzt mal was. Wir machen mal 2 Leinen los, dann eskaliert der völlig, kriegt Schnappatmung und kriegt gar nicht mit, dass wir noch eine Stunde warten müssen. Ich glaube, so passt es etwas besser, das Bild von der zweiten Kamera. Das war dann doch ein bisschen sehr hell. Ja, Leute, das war's. Immer noch 4 Leinen fest. Ja. Genau, Claudia, ich bin bei Verstehen Sie Spaß. The Big Verarsche.
Zumindest ist der Schlepper mal fest. Leute, es geht weiter. Es geht weiter. Die Leinen fallen. Die Leinen fallen. Wieder 2. Wow. Mann, da sind aber auch alle froh, wenn der Dampfer weg ist. Totale Eskalation. Totale Eskalation. Wir haben ja auch nur 2,5 Stunden gebraucht. Na, geht der Schlepper schon auf Zug? 2 Leinen sehe ich da aber noch. Stefan, jetzt weiß ich, warum bei Amazon steht, bei ihrer Lieferung ist ein Fehler aufgetreten. Ja. Mensch, und es wird immer dunkler. Ich will nicht noch das Objektiv wechseln. Da fallen die letzten beiden Leinen vorne. Ja, genau, der Schlepper, der zieht schon, die sind ein bisschen nervös. So, jetzt geht das aber los hier. Oh, das reißen sie jetzt aber quasi von der Pier, oder? Einmal mit Vollstoff weg. Schieb aus dem Hafen das Ding. Ja, die ja richtig. So eine Spannung gab es zuletzt bei der Mondlandung. Bei der ersten Mondlandung. So, Vorwärtsgang rein, Hebel auf den Tisch und sieh zu, dass du dich schleichst.
Was für eine Spannung wieder. Stefan Heimers, moin nach Wedel von deinem Lieblingsstream. Sieh zu, dass du Land gewinnst, ist bei einem Schiff wohl nicht so gern gesehen, der Spruch, ja. Schönes Ding. Schön. Bei der Kobe haben sie auch keinen Bock mehr zu warten. Hans-Peter fragt, wann streamst du 24 Stunden? Ja, so wie das aussieht heute, oder? Jo, da werden wir auch geradet hier. 74 kommen rüber von Fritz Let's Play. Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid beim langsamsten, entschleunigsten Stream auf ganz Twitch und YouTube-Erden. Danke für 100 Bits an Schläferzoline. Schläferzoline, Dankeschön für die nervenzerfetzende Spannung. Ja, die fährt jetzt nach Rotterdam. Da können die sich schon mal freuen. Die wird in Rotterdam wahrscheinlich auch den ganzen Hafen lahmlegen. Und dann geht es gleich endlich los. Dann kann die Kobe anlegen. Fritz Let's Play meint ihr, Entschleunigung ist eher. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden, wer hier langsamer ist. Philipp fragt, wie lange fahren die Lotsen noch mit Richtung Nordsee? Also die Hafenlotsen fahren jetzt mit bis ungefähr Teufelsbrück. Dann kommen die Elblotsen, die fahren mit bis Brunsbüttel. Dann kommen die Seelotsen und die fahren mit bis zur Lotsenstation in der Deutschen Bucht. Und ja, das dauert von hier bis zur Lotsenstation 6 Stunden, 6,5. Oh, Tobo, dich habe ich, glaube ich, eben überlesen. Tobo haut auch nochmal 5 € raus. Vielen, vielen Dank.
Und überlesen habe ich auch Andi, den Sattelschlepper, der auch nochmal 5 Schweizer Franken dagelassen hat. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Und Turbo schreibt ja, das Festmachen der Kobe dauert dann auch nochmal 3 Stunden. Leute, da habe ich aber hier echt ein Essensproblem. Können wir mal jemand eine Pizza bringen? Obwohl, wir haben ja eine Pizzeria direkt unter uns. Da haben wir den Salat. Einmal komplett auf einem Bild. Moin Rainer, mein Lieber. Schön, dass du mal vorbeischaust. Das dauert hier leider wieder etwas länger. Das dauert ein bisschen länger. War sehr, sehr cool gestern mit dir, Rainer. War richtig klasse. Hat echt mega Spaß gemacht. Und ich denke mal, bei dir geht es gleich auch los, oder? Wenn wir hier fertig sind, raiden wir bestimmt zu dir rüber. Ja, Daniel fragt, wie war es gestern mit Druckverlust? Hervorragend. Also ich glaube, wir haben uns beide sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube, viele im Chat fanden es auch ganz unterhaltsam mit 2 so Sabbelköppen. Und ich bin ganz stolz auf mich, ich bin nicht eingeschlafen. Das war ja meine größte Sorge. Ja, Leute, ihr glaubt es kaum, aber die Navios Domino legt nach schlappen 3 Stunden dann endlich ab. Mal gucken, ob die Kobe fest ist, bevor Drucki mit seinem Stream fertig ist. Das Schiff ist einfach dieser eine Gast mit Sitzfleisch, der nachts um 2 einfach noch nicht nach Hause gehen möchte. Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Und im Hintergrund geht es auch schon los mit der Kobe. Eieiei, es wird dunkel, aber ich hoffe, ich schaffe das noch, ohne Objektiv wechseln zu müssen.
Oh, das ist ein bisschen dunkel jetzt. Obwohl, es ist nicht nur dunkel, das ist auch unscharf. Ei. Ach, das pumpt, das ist wieder die Kackkamera. Da fährt sie. Navios Domino. Wir hatten viel Spaß mit dir heute im Stream. Du hast uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Ja, Rainer, gute Fahrt. Ich denke mal, du wirst auch in wenigen Minuten starten und online gehen. Auf jeden Fall einen schönen Abend, eine gute Fahrt, viel Spaß dir und ja, ich denke, wir kommen dann gleich irgendwann rüber. Wir werden nämlich jetzt noch mal gucken, dass die Kurve hier angelandet wird und dann ist mal gut für heute. Ich habe gestern noch geprahlt bei Rainer, dass meine Streams ja immer nur so 2 Stunden gehen. Ja, die Festmacher können jetzt direkt weitermachen, da habt ihr recht. Die stehen da ja auch erst seit, Milos schreibt's ja, seit 15 Uhr stehen die da auch rum. Und hey, Navios hat schon 2 Knoten drauf. Aufpassen, dass hier im Hafen nicht geblitzt wird. Ja, vielleicht ist das Schiff tatsächlich defekt. Vielleicht haben die in der Tat einen Maschinenschaden. Das kann natürlich sein. Würde natürlich auch die ganze Verzögerung erklären. Montafon. Tschüss, danke, dass du dabei warst. Jo, da kommt die Kurve.
Ja. AdBlue leer, Schiff fährt im Notmodus. Ja, das wäre gestern auch noch was gegeben. Oder gewesen. Ich weiß gar nicht. Doch, das habt ihr im Stream mitbekommen, oder? Dass wir sind ja auf diesen letzten Rastplatz gefahren. Und in dem Moment, wo Rainer auf die Bremse tritt und wir stehen, geht die Lampe von AdBlue an und sagt reduzierte Leistung. Und dann hätten wir echt nur noch mit 25 km/h fahren können. Aber ist ein schönes Bild. Also blaue Stunde im Hafen, Lichter gehen an, ist einfach schön. Aber ich wechsle jetzt nicht mehr das Objektiv. Ich wechsle jetzt nicht mehr. Die 4 Stunden haben wir doch schon voll, oder? Junge, Junge, Junge. Was für eine Streams-Psychose. Ja, Mike haut nochmal einen kleinen Beitrag für eine Kurbel raus. Für das Schiff, aber da scheint in der Tat irgendwas zu sein. Ich kann ja noch mal rübergehen. Also irgendwas ist da los. Geht so langsam da zur Sache. Ja, da wird was in den Dutten sein. Rechts steht schon der Festmacher. Hessenblitz, ganz, ganz lieben Dank an dich. Nochmal ein 5er-Pack Mitgliedschaften. Klasse, danke für die Unterstützung. Und Rea Strickliesel schließt sich an, allerdings auf Twitch mit einem verschenkten Sub. Rea, Dankeschön.
So, da wird noch ein bisschen manövriert. Aus dem Blickwinkel und mit dem Riesenschiff dahinter sieht das gar nicht mehr so aus, als ob das so ein 260 Meter Schiff ist. Ich finde, vor der großen Costco sieht das aus wie ein kleiner Fieder. Ja, Rea, ganz lieben Dank. Sie lobt und belohnt meine Ausdauer. Danke, meine Liebe. Ach, mir macht das ja auch Spaß. Das Einzige ist, dass es hier echt frisch ist am Fenster. Könnte mal bald ein bisschen wärmer werden hier. Jetzt muss ich aber noch mal Nase putzen, Mensch. Vier Stunden habe ich voll. Danke, Ute. Ist doch auch eine Leistung. So, ich warte jetzt noch, bis die ersten beiden Leinen hier fest sind. Und dann muss ich aber gestehen, dass ich dann auch mal langsam Schluss machen möchte. Ja. Ja, wir sind gute Untermieter, immer gut am Lüften. Ja, und lasst uns mal gleich alle gemeinsam zu Rainer von Druckverlust rüber raiden und den mal so richtig voll machen. Richtig die Zuschauerzahl ein bisschen pushen. Wäre schön, wenn ihr alle dabei seid gleich bei dem Raid zu Rainer. Zumindest alle, die auf Twitch sind. Ach, Rainer ist noch nicht online, schreibt Sebastian gerade. Okay. Okay. Ja, natürlich, das wäre natürlich jetzt so ein bisschen doof, ne? Das ist natürlich doof, ne? Wenn ich hier rausgehe und er noch nicht online ist. So, da sind die ersten beiden Leinen fest. Naja, dann gucken wir noch einen Moment zu. Komm, das machen wir jetzt. Dann werden wir überfallmäßig zu ihm rüber. Ja, die paar Minuten, die halte ich noch durch. Ich schreibe ihm jetzt mal.
Ich baue mal latent etwas Druck auf bei Rainer. So, währenddessen werden hier aber Leinen festgemacht. Das heißt, es ist ja nicht so, dass hier nichts passiert. Nein, die Kurve wird festgemacht. Da kommen nochmal 2 Leinen. So, da werden die Leinen jetzt langsam hochgeholt. Aber findet ihr nicht auch, dass die Kurve vor der Costco echt aussieht wie so ein kleiner Fieder? Keks, danke für dein Lob. Ja, die ersten verabschieden sich schon. Wir sind auch in den letzten Zügen hier. Und wenn Rainer nicht online gehen will, dann hüpft er nachher so rüber. Der hat auch so seine Zuschauer. Also so wahnsinnig wichtig ist der Raid auch nicht. Ist halt immer ganz lustig, aber ihr kennt ihn ja alle. So. Ach, dann suchen wir jemand anders zum Raiden. Leute, mir ist kalt. Joachim sagt, Druckverlust ist für 19 Uhr angekündigt. Ja, das ist dann auch ein bisschen lange. Das ist in der Tat ein bisschen lange. Leute, was für eine... Ups, nee, den wollte ich doch gar nicht. Den wollte ich hier. Hei. Ach so. Mensch, ihr Lieben. Was für ein Nachmittag. Ich dachte mir, ich schmeiße einfach mal die Kamera für 1 bis 1,5 Stündchen an, nachdem ich hier rumgetüdelt habe. Und dann eskaliert das wieder. Wer kann das denn ahnen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr cool. Muss gestehen, ich bin jetzt doch so ein bisschen angefröstelt hier am Fenster. Also das ist so bei so um die 1-2 Grad ist das dann doch schon eine Herausforderung. Aber toll, dass ihr so zahlreich wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung im Chat. Vielen Dank auch für eure finanzielle Unterstützung wieder. Die ganzen Spenden, Mitgliedschaften, Bits und Subs. Ja, wann der nächste Stream ist, kann ich euch noch nicht sagen. Ihr wisst, das wird immer tagesaktuell entschieden. In diesem Sinne sage ich nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank natürlich auch an unsere Mods und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.